Ja, hi. Herzlich willkommen zu unserem Vortrag. Schön, dass ihr alle dabei seid. Wir würden ganz kurz mit einer kleinen Vorstellungsrunde starten und danach, wie angekündigt, über die Erfolgsfaktoren einer agilen Transformation sprechen. Danach ein bisschen das Thema Methode und Tool anschneiden und uns nochmal ein bisschen intensiver mit Jira Align beschäftigen. Die Vorstellungsrunde, wer sind wir eigentlich? Hi, ich bin der Yannick von Cybert Media. Ich bin jetzt seit einem Jahr im Agile at Scale Portfolio und wir beschäftigen uns mit allem rund um skalierte Agilität und helfen Unternehmen dabei, agile Transformationen durchzuführen und agil zu werden und ihre Prozesse schöner hinzubekommen. Gleich gleich weiter, Janik, oder? Bitte. Mein Name ist Florian, ich bin Partner bei Kegon. Seit 2012 begleite ich große Organisationen bei der Einführung von Agilität oder bei dem Erreichen von Business-Agilität. Ihr wisst selber, eine Transformation ist kein 2-Wochen-Sprint. 2 Erfolgsfaktoren schon mal vorab für mich sind, dass es einen geschlossenen Feedback-Loop zwischen Business und inklusive Business und Management gibt und dass die Verbesserung der Arbeit die gleiche Priorität hat wie die Arbeit selbst. Ja, und ich nehme mal den Staffelstab auf. Also Philipp von Atlassian. Ich bin Solution Architect für Jira Align im Advisory Services Team. Und ich unterstütze große Organisationen dabei, Jira Align einzuführen, das zu verzahnen mit der Transformationsinitiative oder den Transformationsinitiativen. Und das machen wir sehr, sehr gerne mit Partnern zusammen, genauso wie dieses Event, also mit der Cybert Media, mit der Kegon oder auch anderen, um dort einfach die größtmögliche Schlagkraft zu erzeugen. Und ich würde sagen, zurück an dich, Yannick. Vielen Dank. Dann machen wir doch direkt weiter und steigen direkt mit den Erfolgsfaktoren an, um uns auch an die Timebox zu halten. Florian, ich übergebe wieder einmal an dich. Jo, dann übergib mal. Hier erstmal ein Blick auf die Herausforderungen und Erfolgsfaktoren. Und Yannick hat so schön hier drauf geschrieben, skalierte Agilität ist kein Zuckerschlecken. Es gibt ja, ich weiß, ihr seid aktuell gemutet, aber gehen wir auf den nächsten Slide und dann überlegt mal für euch, was sind denn eure Erfolgsfaktoren in einer agilen Transformation? Was bewegt euch? Was habt ihr beobachtet? Was ist in eurer Organisation los? Was waren die Erfolgsfaktoren? Und schreibt es kurz in den Chat rein. Transparenz, horizontales und vertikales Alignment kommt da gleich. Mut, etwas Neues zu wagen. Sehr schön. Kommunikation und Mindset kommt. Sehr gute Sachen. Es gibt ja auch hier nochmal gute Kommunikation, ist ja von jeder Änderung, von jedem Change ist ja Kommunikation eines der führenden Punkte. Auf der nächsten Seite haben wir mal so ein bisschen, damit wir uns nicht selber verausgaben müssen. Jetzt kommen auch ganz viele, Fail Early, die Lernkurve, Continuous Improvement, Teamzusammenarbeit, Small Steps. Sehr gute Punkte. Und wir müssen ja gar nicht das Rad hier neu erfinden. Was sind Erfolgsfaktoren oder was sind typischerweise Hindernisse in der agilen Transformation? Da gibt es ja den State of Agile Report. Und da sind so die Top 4 Themen sind eigentlich das Thema Prozesse und Praktiken. Deswegen passt es eigentlich ganz gut, dass wir heute hier zusammen sind und eigentlich von der Prozess- und der Toolseite drauf schauen, wie sieht es denn aus mit agilen Transformationen, auch im Großen in der Skalierung. Gerade da ist es wichtig, auch dass das richtige Tooling und Methodenunterstützung da ist. Dann als zweites Top-Thema ist hier das Thema, der aktuelle Status der Organisation. Die aktuell historisch gewachsene Organisation ist halt nicht so offen für Veränderungen und passt dann manchmal auch nicht zu den agilen Werten oder hat die noch nicht verinnerlicht, sondern müsste sich da erst hinbewegen. Und dieser Change wird halt nicht direkt aufgenommen oder angenommen. Das ist so der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist auch ein ganz wichtiger. Das Fehlen von den Fähigkeiten oder der Erfahrung mit agilen Methoden. Und da ist natürlich auch mal spannend, wenn ich von der Methodenseite oder der Toolseite dann zu komplexe Lösungen einbringe, dann ist natürlich dieser Widerstand gegen Veränderungen noch größer. Und als drittes Thema oder als viertes Thema hier gleich das Thema Leadership. Einmal, dass es zu wenig Leadership Support gibt, quasi am Anfang, aber dass es dann auch während der Transformation zu wenig Beteiligung der Führungskräfte gibt, um wirklich, dass die ganze Organisation sich auch mitverändern kann. Das heißt, die Agile Challenges gibt es schon. Ich denke, jeder von euch hat auch so hat 50 Cent, um zu überlegen, was sind denn die Erfolgsfaktoren. Was haben wir heute mal mitgebracht? Wir haben mal mitgebracht, dass wir mit einem anderen Blickwinkel auf das Thema Change und Erfolgsfaktoren drauf gucken. Janik, wenn du mal auf die nächste Seite gehst.
Da ist quasi rechts visualisiert das Scaled Agile Framework in der Mitte und dann die 4 Kernwerte, die 4 Core Values von SAFe, einfach mal dargestellt von Alignment, Program Execution, Transparency und Build-in Quality. Und die sind natürlich, die sollen Entscheidungen, die Core Values sollen Entscheidungen innerhalb der Umsetzung oder innerhalb des Arbeitens und des Arbeiten im Systems in so einem Scaled Agile Framework guiden, also anleiten. Aber heute benutzen wir die mal, um aus dem Blickwinkel dieser SAFe Core Values auf Erfolgsfaktoren für die Transformation zu schauen. Und wir wollen ja nachher auch noch so ein bisschen stärker auf das Thema Demo und Tooling gucken. Deswegen gehe ich da mal durch mit euch. Das erste ist Alignment. Und wie gesagt, nicht Alignment mit Blick auf das Produkt, was man erreichen möchte, sondern auch Alignment mit Blick auf die Transformation. Und da ist ganz wichtig, dass Alignment eigentlich für langfristigen Erfolg sorgt. Denn das gemeinsame Verständnis, wo man ist und wo man hin will, hilft einem enorm. Und dann mit dem Blick auf die nächste Iteration, hier wieder dieser Punkt, die Verbesserung der Arbeitsweise und die also mit Blick auf die Transformation und die Arbeit selbst gleichwertig zu priorisieren und das von Anfang an eigentlich mit reinzubringen und da auch dieses gemeinsame Verständnis zu haben innerhalb der gesamten Organisation, innerhalb der Teams und der Führungskräfte, da ein gemeinsames Verständnis zu haben. Der nächste Punkt ist Transparenz. Und wenn wir jetzt Alignment sagen, wir haben Alignment mit Blick auf, was ist wichtig, damit wir uns weiterentwickeln können, was ist wichtig, damit wir auch weiter am Markt bestehen können, sagen wir, das ist abgehandelt. Wir haben Alignment im Sack sozusagen. Dann geht es um das Thema Transparenz und Vertrauen zu schaffen. Und Transparenz hier natürlich zum einen über das zu erwartende Ergebnis zu haben und nicht nur über die Anzahl der Tasks oder User Stories oder über die Arbeit. Und da ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, das muss auch von der Methode und dem Tool sehr stark unterstützt werden, weil wenn man sich mit 395 User Stories oder Tasks beschäftigt, dann ist das das Gegenteil von Transparenz. Und natürlich Transparenz über das Ziel oder das zu erwartende Ergebnis und natürlich Transparenz auch mit Blick auf, wo stehen wir gerade. Hier geht es gleich weiter mit Build-in Quality. Build-in Quality mit Blick auf die Transparenz, dann natürlich schon wieder ein bisschen schwieriger darüber nachzudenken, aber Build-in Quality bietet Ruhe oder liefert Ruhe in der Organisation. Warum ist das wichtig? Naja, wir haben Vertrauen und wir haben Verlässlichkeit. Dann geht es jetzt quasi um das Thema Build-in Quality und Ruhe in der Organisation. Und gerade in der Skalierung ist das wichtig. Wenn ich ein Team habe, dann kann ich natürlich mit relativ wenig vereinbarten gemeinsamen Standards viele gute Sachen erreichen. Wenn ich in der Skalierung bin, dann brauche ich noch viel stärker diese Verlässlichkeit. Und klare Strukturen liefern diese Verlässlichkeit. Solche Fragen wie, wer ist in meinem Team, zu welchem Team of Team oder Agile Release Training gehöre ich, auf welches Ziel zahlen wir gemeinsam ein und müssten wir so ein Team of Team bilden. Und dann in der jeweiligen Einheit, in der man eigentlich zusammen liefern und leisten möchte, dass man da gemeinsame Standards etabliert und dass die natürlich dann auch hier wieder von der Methode und von dem Tool-Einsatz unterstützt werden. Und last but not least ist es das Thema geteilte Erfahrung durch Program Execution. Das heißt, wir haben das gemeinsame Verständnis aus dem Alignment, wir haben das Vertrauen, wir haben die Verlässlichkeit. Ja, und dann muss man es auch noch machen oder dann muss man es halt auch noch tun und dabei erfahren, wie es geht und wo man sich noch verbessern muss. Und dazu gehört in der Skalierung, in einem Single-Team weniger, aber in der Skalierung gehört dazu die gesamte Organisation, inklusive Führungskräfte, inklusive Führungsteam, damit die auch die Möglichkeit haben, sich mit zu verändern. Denn die Teams oder innerhalb eines Scrum-Teams hat man es ja meistens leicht mit der Veränderung, weil man alle 2 Wochen retrospektiv schaut, was haben wir erreicht, wie können wir noch stärker zusammenarbeiten. Der Rest der Organisation davon aber häufig außen vor gelassen wird. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man in der Skalierung sehr stark darauf achtet, dass man diesen Feedback-Zyklus und diesen Lernzyklus halt auch da alle mit einschließt, damit auch alle die Chance haben, sich hier weiterzuentwickeln. Hier dann nochmal auf den Punkt gebracht, auf dem nächsten Slide. Was sind die 4 Erfolgsfaktoren aus dem Blickwinkel der 4 Core Values? Einmal das Thema Alignment, realistische Ziele setzen und die Verbesserung der Arbeitsweise und die Arbeitsweise selbst gleichwertig zu priorisieren. Dann beim Thema Transparenz, frei zugängliche Informationen über die Ziele und über das, was man erreichen möchte, also über die Outcomes und nicht nur über die Daten, also über die Arbeit selbst. Dann das Thema Build-in Quality, klare Strukturen und gemeinsame Standards.
und das Thema Program Execution, gemeinsam arbeiten, Wert erzeugen und lernen, damit quasi auch die Rest der Organisation die Chance hat, in diesen Lernzyklus mit einzugehen. Und wenn Methode und Tooling dies unterstützt, heißt es nicht, dass die Transformation oder die erfolgreiche Transformation dann plötzlich einfach wird. Aber wenn es Methode und Tool unterstützt, diese 4 Punkte, dann wird es auf jeden Fall wahrscheinlicher, dass die Transformation erfolgreich wird. Und damit wäre ich am Ende von dem ersten Punkt hier und würde übergeben an Yannick. Ja, vielen Dank, Florian. Wie du gerade schon so schön übergeleitet hast, geht es jetzt um das Thema Methode und Tool. Es ist nämlich sehr wichtig, dass Methode und Tool zusammenarbeiten, um ein bestmögliches Ergebnis rauszubekommen. Einfach nur eine schöne Methode zu haben, die nicht von einem Tool unterstützt wird, oder ein Tool zu haben, was überhaupt nicht zu der Methode passt, das funktioniert nun mal nicht. Was wir in agilen Transformationen oft sehen, ist, dass sich Unternehmen vorher mit den typischen Sachen rumschlagen. Also wir reden hier von langen Release-Zyklen, die nach einer agilen Transformation oft zu kurzen Feedback-Zyklen sich entwickeln, oder Unternehmen, die vorher sehr stark, beziehungsweise Abteilungen, die sehr stark in ihren Silos gearbeitet haben, entwickeln sich sehr gerne zu cross-funktionalen Teams, die natürlich viel performanter Ergebnisse abliefern können. Und ein Micromanagement führt oft zu einer Selbstorganisation nach einer agilen Transformation oder während einer agilen Transformation. Vorher ist es auch oft so, dass Projekte größeren Wert haben als Produkte. Wir kennen das alle. Es werden lange Projekte geplant und es dauert dann ein Jahr oder länger oder auch vielleicht ein bisschen kürzer. Aber vielleicht wird am Ende das gar nicht mehr benötigt, was denn in diesem Projekt jetzt entwickelt wurde, und der Kunde ist schon viel weiter und möchte vielleicht schon was ganz anderes haben. Nach oder während einer agilen Transformation wird bestärkt, die Organisation an den Value Streams auszurichten, was natürlich viele verschiedene Vorteile hat. Ja, wenn du hier schaust, ist auch der letzte Punkt hier mit Projekte, Produkte, Organisationen an Value Streams. Das linke ist ja quasi dieser Fokus auf die Arbeit und auf diese ganzen Daten, die wir eben hatten. Und auf der rechten Seite ist quasi dieser Fokus stark auf den Wert. Was sind die Outcomes? Was wollen wir eigentlich gemeinsam erreichen? Genau. Und um rauszufinden, welche Methode oder welches Tool ist denn vielleicht für ein Unternehmen das Richtige, gibt es einen Workshop, den wir auch anbieten, zusammen mit Kegon, der innerhalb von kurzer Zeit, es ist wirklich ein kurzer, ich glaube, da geht es 2 Tage der Workshop, da geht es darum, rauszufinden, wo steht denn ein Unternehmen und in welche Richtung entwickelt sich dieses Unternehmen denn auch weiter und wo soll es denn auch mal hingehen, wo soll die Reise denn hingehen und welche Dinge plagen denn und welche Methode könnte denn eine Lösung dafür sein. Und das Ganze auch in Bezug auf Tools. Also es wird sich die Methode angeschaut und auch, welches Tool könnte denn dafür das Richtige sein, um eine richtige Lösung dafür zu finden. Also purzelt öfter mal ein Agile Hive raus und da purzelt auch mal ein Jira Align raus. Und Jira Align wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Aber vorher würde ich gerne nochmal auf die Unterschiede zwischen Agile Hive und Jira Align kurz eingehen, um nochmal ein Verständnis zu schaffen, wo denn da die Kernunterschiede sind. Hier im Safe Framework, was sehr viele schon kennen, kann man es ganz gut erkennen. Agile Hive ist ein Tool, was eher bottom-up getrieben ist und eher von der Teamebene nach oben läuft. Und irgendwann nach oben wird es dann ein bisschen dünn. Bei Jira Align ist es genau umgekehrt. Und Jira Align hat die Stärken eher bei sehr großen agilen Skalierungen, was ja auch der Teil von der Titel und das Thema von unserem Vortrag heute ist. Wir können mit Jira Align wirklich sehr große agile Skalierungen abbilden, wie Lean Portfolio Management zum Beispiel auch beinhaltet werden kann. Mal kurz als direkte Gegenüberstellung gezeigt, Agile Hive ist sehr schnell und einfach, aber auch sehr spezifisch auf Safe. Mit Jira Align könnte man zum Beispiel auch andere Frameworks abbilden, die nicht safe sind, also Less, Spotify oder auch Mischungen daraus, und es ist sehr customizable. Agile Hive ist als App natürlich nur für eine einzelne Jira-Instanz geeignet. Das ist bei Jira Align nicht so, weil Jira Align den Vorteil hat, Standalone-Lösung zu sein, was bedeutet, dass auch mehrere Jira-Instanzen die Daten alle zusammen in Jira Align werfen können, und Jira Align ist hier ein sehr mächtiges Tool, um sehr große und komplexe Dinge abzubilden. Wie eben schon gesagt, Agile Hive ist eher der Bottom-up-Ansatz und Jira Align setzt mehr den Fokus auf die Strategie.
und halt komplexe Agile at Scale Implementierung, während Agile Hive den Sweet Spot eher bei Essential Safe bis zu einem gewissen Punkt auch nach oben mitbringt, wird dann nach oben ein bisschen dünn und Jira Align wird dann nach unten ein bisschen dünn. Je größer eine Organisation wird, desto schwieriger wird natürlich auch eine agile Skalierung. Oft sind Themen, die dann Unternehmen rumtreiben, die Dependencies, also das Dependency Management, was in Jira Align sehr gut abgebildet werden kann, oder auch Bottlenecks. Also zum Beispiel ein Thema liegt bei einem Team und es ist nicht ganz ersichtlich, warum liegt das denn eigentlich immer so lange bei einem Team und können wir da vielleicht irgendwie unsere Prozesse ein bisschen besser machen zum Beispiel. Grundsätzlich ist auch das Thema Budgets und Budgetplanung immer wieder ein großes Thema. Typischerweise werden in vielen verschiedenen Tools verschiedene Dinge getan, die dann an anderer Stelle wieder mit zum Beispiel einer Excel-Liste zusammengeführt werden müssen. Und das Problem löst Jira Align zum Beispiel auch und bietet auch Kapazitätsplanung als Beispiel. Um nochmal zu verdeutlichen, wie das Ganze aufgebaut ist, wir sehen unten auf der Teamebene zum Beispiel Jira. Jira würde hier als Teamtool den Teams dabei helfen, schön und gut zusammenzuarbeiten. Und sobald wir auf eine höher skalierende Ebene von Safe gelangen, zum Beispiel jetzt hier auf die Program-Ebene, ab da würden wir mit einem Connector zwischen Jira und Jira Align die Verbindung herstellen. Und Jira Align funktioniert hier als Plattform für skalierte Agilität, in dem Product Management, Scale Development und das strategische Portfolio zusammengebracht werden können. Dementsprechend Real-Time Analysis, also wir haben Echtzeitanalysen und wir haben eine Single Source of Truth, die alle Daten an einer Stelle aggregiert und alles zusammen im gesamten Unternehmen an einer Stelle vereinen kann. Und damit würde ich an Philipp übergeben, um uns ein bisschen tiefer in das Tool mitzunehmen. Ja, herzlich willkommen auch nochmal. Vielen Dank für die tollen einleitenden Worte und auch die Gedanken, die ihr geteilt habt, Florian und Yannick. Ich denke, es ist hier wirklich, bevor ich wirklich tief ins Tool einsteige, wirklich nochmal hervorzuheben, dass Jira allein aus so einer Transformation nicht herausgelöst werden kann. Und das macht es auch anders als andere Atlassian-Werkzeuge. Also wenn wir jetzt über Jira oder im Confluence nachdenken, dann kenne ich mehrere Personen, die das mehr oder weniger alleine nutzen für die Organisation oder das Wissensmanagement auf privater Ebene. Und dann kennen wir natürlich alle auch sehr, sehr große Organisationen und alle Organisationen zwischendurch, die aus vielen Atlassian-Werkzeugen einen Nutzen ziehen, also wo auf verschiedenen Ebenen die Atlassian-Werkzeuge für verschiedenste Organisationen einen großen Nutzen stiften. Und bei Jira Alliance sind wir wirklich bei einem Tool, was gezielt dafür gedacht ist, agile Transformationen für sehr, sehr große Organisationen zu unterstützen. Und das macht es anders als andere Atlassian-Tools. Ja, also als wir in der Vorbereitung dieses Community Calls, da hat uns Kribo zum Beispiel gefragt, ja, so andere Atlassian-Tools, die kann ich einfach mal, da kann ich ein Cloud-Tool mehr oder weniger in wenigen Minuten kostenfrei für mich bereitstellen und einfach mal ausprobieren. Das geht bei Jira allein bei weitem nicht so einfach. Und das hängt einfach damit zusammen. Jira allein ist kein Tool, was man losgelöst betrachten kann. Einerseits losgelöst von Transformationen und dann aber auch losgelöst von einem Team-Tool wie Jira. Denn Jira allein ist nicht dazu da, um Jira abzulösen, sondern gemeinsam mit Jira verwendet zu werden, um eben Sicht auf agile Transformation, wo Daten einfach entstehen, wo Arbeit geplant werden muss, wo ich mehr Arbeit managen möchte, über dem Team-Level. Dort greift sozusagen Jira allein ein und wird ergänzt sozusagen die anderen Atlassian-Tools und löst diese nicht ab. Vielleicht noch mal ein paar einleitende Worte zu Jira Align. Ihr seht jetzt hier vor euch ein Cloud Jira Align, was Daten einer fiktiven Bank beinhaltet. Das Jira Align ist als Cloud-Tool verfügbar und wie auch bei anderen Atlassian-Werkzeugen profitieren Cloud-Kunden am meisten vom Werkzeug. Dort ist der Nutzen einfach am größten. Es gibt aber auch für Kunden, die, sage ich mal, spezielle Security-Anforderungen haben, gibt es auch noch andere Deployment-Optionen.
aber die meisten unserer Kunden sind hier auch einfach schon in der Cloud. Wenn wir uns jetzt in Jira Align einloggen, das erste Mal, dann werden wir begrüßt, sehen diese Oberfläche und oben an der oberen Seite sehen wir die sogenannte Navigation Bar. Dort wird in Jira Align der Kontext der Daten eingestellt, den ich sehen möchte. Es gibt hier eine Vielzahl an Optionen. Die beiden wichtigsten sind einerseits die Organisationsstruktur, die ich mir anschauen möchte. Wir haben hier gepflegt Portfolio. In einfachen deutschen Worten wäre das der Ort, wo Investmententscheidungen getroffen werden. Also wo ein Portfolio-Team gemeinsam mit bestimmten Stakeholdern Entscheidungen darüber trifft, in welche Experimente letztendlich oder welche Investmentmöglichkeiten investiert wird. Dann haben wir Programme. Das ist, wenn jetzt einige von euch mit der SAFe-Terminologie vertraut sind, ist das Team of Teams Level, das Agile Release Train Level, wo mehrere Teams zusammenarbeiten, um größere Pakete an Kundenmehrwert, Features in der SAFe-Nomenklatur zu liefern. Und dann haben wir natürlich noch die Teamebene, die im Prinzip einfach nur die Daten, die aus Jira kommen an der Stelle oder aus einem anderen Team-Tool abbildet. Ja, also diese Ebene hat für die meisten unserer Kunden keine großen Funktionsmehrwerte. Da geht es wirklich nur darum, einfach auch bestimmte Daten in Jira Align zu sehen und dann aber auch nach Jira abzuspringen, wenn es eben wirklich auf die Teamebene gehen soll. Der zweite wichtige Aspekt der Navigation in Jira Align ist der Zeithorizont. Ja, also es geht, wenn wir uns Scaled Agile Konzepte anschauen, da ist natürlich SAFe mit mit PIs und die dann Programminkremente heißen oder Planning Increments, je nachdem, wie die Organisation dort die Terminologie auslegt. Wir haben auch Kunden, die wirklich sagen, okay, wir nennen das eher Quarterly Increments, aber die eine Planungsebene auf dem Team of Teams Level darstellt. Ähnlich wie Sprints auf dem Team Level ist das dann die Timebox eine Ebene darüber. Und hier können wir in Jira Align eben auch einstellen, welche Zeitebene wir uns anschauen wollen. Ja? Ihr seht es schon, also ich habe jetzt versucht, hier so ein bisschen Kölner Mundart einfließen zu lassen. In Jira Align lässt sich Terminologie sehr frei gestalten. Also ganz, ganz viele Elemente in Jira Align lassen sich umbenennen, um eben spezifische Terminologie von Organisationen abbilden zu können, um einfach auch Ways of Working Konzepte, wo einfach bestimmte Begriffe etabliert sind, über Jahre hinweg abbilden zu können und dort auch wieder die Transformation zu unterstützen, um eben wirklich sicherzustellen, ein Feature, das bedeutet das und das und das in unserer Organisation und wir finden eben dann diesen Begriff auch in Jira Align wieder. Ich hoffe, ich habe das jetzt so halbwegs korrekt ausgesprochen und das passt auch. Ich habe hier länger recherchiert, um mal einen guten Kölner Begriff zu finden. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur ein Beispiel. Wir können hier viele Terminologie-Elemente in Jira Align umbenennen. In der, wie gesagt, Top-Navigation, nochmal Zusammenfassung. Hier können wir auswählen, welche Daten wir uns anschauen wollen. In der linken Navigation können wir dann auswählen, auf welche Funktionen wir zugreifen wollen. Und ich möchte euch jetzt einmal von Top-Down durch Jira Align durchführen. Wir werden uns nicht alle Funktionen anschauen können. Da bräuchten wir hier bedeutend mehr Zeit. Und ich möchte auch einfach sicherstellen, dass wir noch genug Raum haben für Fragen. Aber einmal wirklich, wo wir diese Sicht haben von Top-Down, von der Enterprise, von der höchsten Ebene in einer Organisation bis hin zur Teamebene. Wir starten hier mal im sogenannten Strategy Room. Das wäre dann dieser Strategy Snapshot, wäre dann die Timebox über dem Vierteljahr oder dem PI oder auch dem Quarterly Increment, wie auch immer man es nennen möchte. Das spiegelt dann häufig eine Planungsebene wider auf der strategischen Ebene. Das können teilweise Jahresstrategien sein, es können aber auch längerfristige Strategien sein.
Das ist tatsächlich eine Diskussion, die dann in der Implementierung geführt werden muss. Und dort kann ich mir eben, starte ich wirklich bei den obersten strategischen Orientierungselementen, die es überhaupt gibt. Ja, da starte ich wirklich, was ist eigentlich die Mission meiner Organisation, was für eine Vision haben wir jetzt hier, die diese Strategie, diesen Strategic Snapshot unterstützen soll, welche Werte leiten uns dabei. Und dann kann ich sozusagen von diesen obersten Orientierungselementen so langsam tiefer tauchen. Na? Wir haben hier die Strategy Pyramid, die einen Überblick darüber gibt, auf den verschiedenen Ebenen der Organisation, was für Arbeit ist unterwegs, dargestellt jetzt hier durch Themes, Epics, Jira Epics und welche Outcomes möchte ich denn eigentlich erreichen, welche Ergebnisse möchte ich mit dieser Arbeit erreichen. Wenn ihr euch zurückerinnert an diese eine Folie von Yannick, das ist genau das Thema Value Streams. Was für Ergebnisse möchte ich erreichen? Was für Kundenmehrwerte möchte ich schaffen? Und die Arbeit können wir natürlich nicht weglassen. Ja? Auch wenn die Output-Orientierung ein Stück weit ein Thema auch aus der alten Welt ist. Wir müssen natürlich schauen, wie erreichen wir denn diese Ergebnisse, und den Weg dahin wollen wir ja letztendlich auch sehen. Es gibt dann in allen möglichen Sichten in Jira Align ermöglicht es dann dem Nutzer zu verstehen, wie ist denn der Status, um sozusagen auf dieses bestimmte Artefakt hinzuarbeiten. Wir sind jetzt hier auf der allerobersten Planungsebene. Hier kann ich eben runtergebrochen sehen, wie bin ich denn unterwegs im Hinblick auf die Erreichung dieses Snapshots. Interessanter wird dann das Thema Objectives and Key Results, also wirklich die Definition von gewünschten Outcomes und wie arbeite ich auf die hinweg. Und auch hier wieder, die Daten werden dann ganz stark beeinflusst durch diese Navigationsbar. Also ich sehe jetzt hier eben dieses Quarterly Increment 5, das Vierteljahr Nummer 5, und sehe eben sozusagen, wie ich hier in der Erreichung dieser Objectives, die ich mir vorgenommen habe, unterwegs bin. Und kann dann entsprechend auch einfach tiefer eintauchen, wenn ich verstehen möchte, was ist da los, warum ist die Ampel rot. Ja. Darunter sehen wir dann, und es gibt dann auch noch verschiedene andere Sichten, wo ich hier tiefer eintauchen kann, aber sehen wir eben wirklich das Herunterbrechen dieser gewünschten Ziele. Ja? Jetzt bloß hier einmal als Beispiel, ganz abstraktes Ziel, Capitalize on Emerging Technology Trends. Wenn mir mein Chef sagen müsste, Philipp, das Ziel fürs nächste Jahr, Capitalize on Emerging Technology Trends, ich hätte nicht die geringste Ahnung, was ich tun müsste. Und es geht wahrscheinlich allen so. Aber das ist eben schon eine gute Formulierung auf einer sehr, sehr hohen Flugebene, aber die man dann auch einfach runterbrechen muss, um eben wirklich dabei zu unterstützen, ein Verständnis dafür zu erzeugen, was sind denn unsere Prioritäten, wo wollen wir hier wirklich hin? Und ihr seht es dann. Ja, die nächste Ebene wäre dann Become Market Leader in Mobile Investment and Banking Space. Das ist dann schon auch immer noch relativ abstrakt, aber das ist dann eins der möglichen Ziele hier an der Stelle. Und auf der Programmebene, wo ich dann mir wirklich überlege, woran arbeiten jetzt meine Teams of Teams, meine Agile Release Chains, da haben wir eben dann wirklich, okay, wir möchten die Leading Financial App im Android Marketplace werden oder die Leading Financial App im iOS Marketplace. Da sind wir dann schon sehr, sehr greifbar unterwegs und können eben wirklich Orientierung schaffen, worauf wünschen wir uns denn jetzt, dass auch entsprechend gearbeitet wird, und lassen euch aber gleichzeitig die Autonomie zu entscheiden, wie ihr diese Ziele erreichen wollt. Und darum geht es ja auch in Agilität ganz stark, dass ich den Menschen, die wissen, was zu tun ist, die wissen, wie ich denn die Leading Financial App im iOS Marketplace werden kann, die Autonomie übergebe und die Möglichkeiten, so weit wie möglich darüber zu entscheiden, wie wir denn dieses Ziel erreichen wollen. Steigen wir mal weiter in die Ebenen von Jira Align ein. Strategieebene, wir haben verstanden, Jira Align ermöglicht es, Sichtbarkeit darüber zu schaffen, was sind die Orientierungsinstrumente auf der allerhöchsten Organisationsebene, wie gestalten sich diese und wie beeinflussen diese die gewünschten Outcomes und die Ziele, die wir in einem längeren Zeithorizont uns sozusagen vorstellen. Auf der Portfolioebene schauen wir uns mal in dieser Sicht hier an.
kann eben Jira Align dabei helfen, zu verstehen, was für Investitionsmöglichkeiten haben wir, welche Entscheidungen treffen wir im Hinblick auf diese Investitionsmöglichkeiten und was ist dann letztendlich der Plan, um sozusagen diese Portfolio-Epics, jetzt hier an der Stelle, auch wirklich in die Umsetzung zu bringen. Ja? Ich kann hier beispielsweise über eine Roadmap-Funktion mit meinen Stakeholdern in die Kommunikation gehen. Das ist dann auch eher vielleicht auf einer normalen Kalenderansicht. Wie sind wir denn hier in der Umsetzung unterwegs im Hinblick auf diese Portfolio-Epics? Ja, Jira Align ermöglicht es hier, einen Status zu setzen, um eben wirklich eine High-Level-Sicht zu ermöglichen. Das sind die Investitionsentscheidungen, die wir weiter oder die Investitionsmöglichkeiten, die wir weiter verfolgen wollen. Das ist der Status von diesen Investitionsmöglichkeiten. Und ich brauche hier eure Unterstützung, liebes Top-Management, um entsprechende Blockaden zu lösen oder entsprechende Hürden zu überkommen. Oder hier dieses Thema alles grün. Ihr braucht euch darüber erstmal keine weiteren Sorgen machen. Und wenn ich dann eben verstehen möchte, was ist jetzt hier warum könnte das rot sein, dann kann ich hier eben in das Objekt einsteigen, das Portfolio-Element, und kann entsprechend auch weiter einsteigen. Was hier dann ein wichtiger Punkt wahrscheinlich auch ist, dass man nicht nur einsteigt auf der Tool-Ebene, sondern dass man dann auch das Tool irgendwann verlässt und wirklich mal hingeht, wo die Arbeit passiert und da nachfragt. Ne? Also nicht als Führungskraft nur im Tool verharren. Vielen Dank, genau. Also Jira Align bietet die Möglichkeit, auch im Tool Diskussionen zu führen, aber eben gerade kritische Themen, kritische Aspekte, Hürden, die besprochen werden müssen. Jira Align ersetzt natürlich nicht auch die Zeremonien, die einfach irgendwo ein Stück weit zu so einem Ansatz dazugehören, und unterstützt dort einfach auch nur letztendlich als Tool die Konversation und die Rollenträger in ihren entsprechenden Rollen. Aber hier seht ihr auch noch mal wunderbar abgebildet, das zieht sich dann wirklich durchs Tool durch, wenn ich irgendwo die Terminologie anpasse und eben vom Quarterly Increment auf die Vierteljahre gehe. Auch noch ein wichtiges Thema auf der Portfolio-Ebene. Jira Align unterstützt eben auch dabei, wirklich ein Verständnis darüber zu erzeugen, wie sieht denn mein Value Stream auf der Portfolio-Ebene aus. Ja? Und kann einfach ein Verständnis dabei helfen, zu verstehen, und das zieht sich dann wieder durch die einzelnen Ebenen hinweg, was haben wir denn vor uns? Moment, da haben wir es, sorry. Wie viele Investitionsentscheidungen haben wir denn aktuell in Flight? Auf wie vielen arbeiten wir hier? Und nehmen wir uns hier vielleicht zu viel vor? Ja? Wir haben jetzt hier in diesem einen Programm, also das ist ein Team of Teams, arbeiten wir aktuell in einem einzigen Quartal auf 32 Themen. Das ist jetzt nicht unbedingt großer Fokus. Ja? Und Jira Align hilft hier eben auch, dann einfach so eine Sachen transparent zu machen, so eine Sachen sichtbar zu machen und ein Verständnis darüber zu erzeugen, wie kann ich denn meinen Value Stream auf der Portfolio-Ebene und aber auch auf der Ebene der einzelnen Programme optimieren über die Reduzierung von Work in Progress. Jira Align, das ist auch nochmal ein guter Punkt, der Florian auch angesprochen hat, unterstützt auch letztendlich Zeremonien. Also wenn wir über Portfolio-Level LPM-Konzepte nachdenken, dort gibt es ja beispielsweise in SAFe oder aber auch in anderen Ansätzen einfach auch ähnlich wie das auf einer Team-Level-Ebene ist, verschiedene Kadenzen. Und Jira Align unterstützt es letztendlich hier wirklich mit diesen Portfolio-Epics als Objekten, diese Zeremonien zu unterstützen. Ja, also wenn ich ja ein Review durchführen möchte, habe ich die Daten in Jira Align und kann mir eben anschauen, wie bin ich in meinen Investitionsentscheidungen unterwegs. Um vielleicht dort auch einfach mal ein Beispiel zu zeigen. Also wenn ich eben wirklich ein Verständnis darüber
erzeugen möchte, auf der Grundlage tatsächlicher Daten aus Jira Align, dann unterstützt mich Jira Align dabei zu verstehen, was habe ich mir denn vorgenommen, wie möchte ich meine zur Verfügung stehenden Mittel investieren und wie möchte ich diese Mittel dann entsprechend verplanen. Und aber auch, wie setze ich sie denn tatsächlich um? Ja, also wir haben hier einmal das Thema Funding. Also so stelle ich mir vor, dass ich das Geld ausgebe. So sieht es dann konkreter aus im Hinblick auf eine Schätzung. Ja, das sehen wir hier schon. Mobile First bekommt nicht so viel ab, wie wir uns das eigentlich mal vorgenommen haben. Und wenn wir uns dann auf die Umsetzung anschauen, dann ist der Kuchen von Mobile First schon wirklich relativ klein geworden. Und wir haben ja einen relativ großen Anteil von Arbeit, die geleistet wird, ohne die Zuordnung zu einem Thema. Ja? Das deutet auf Transparenzprobleme hin. Da kann man eben tiefer einsteigen, mit den Teams, mit den Programmen darüber sprechen, was ist los, wie können wir hier für bessere Daten sorgen, oder gibt es einfach wirklich eine große Menge an Themen, die ihr vor der Brust habt, die irgendwie gemacht werden müssen, um bestimmte Themen am Leben zu erhalten. Und das haben wir einfach nicht auf dem Schirm und müssen das dann entsprechend zurückspiegeln. Ne? Das finde ich cool, auch weil das Ziel ist ja auf der Portfolio-Ebene eigentlich ja dezentralisierte Einheiten, du hattest Team of Teams genannt, du hattest Values Teams genannt, also dezentralisierte Einheiten quasi unter einer gemeinsamen Strategie auszurichten. Und dann gibt man ja manchmal sowas wie die bestimmte Guardrails, wie diese Investitionen, die man in diese Einheiten gibt, dann auch ausgegeben werden sollten. Und das ist hier so eine Art Capacity Allocation, die man dann quasi mitgibt. Und die dann aber von dem jeweiligen Product Manager oder Product Owner dann selber entschieden wird, wofür es wirklich ausgibt. Also das eine ist ja die Allokation, das andere ist das Spending. Und dann kann man es hier quasi draufschauen, wofür wird es wirklich ausgegeben. Und dann kann man darüber auch nachdenken und überlegen, warum ist das so passiert. Das ist cool. Ja, super, vielen Dank. Ganz genau dafür ist es gedacht. Ja, Jira Align unterstützt auch die Zusammenarbeit auf einem Team of Teams Level sehr stark. Da hat ja Jannika schon mal drüber gesprochen. Das ist ein Thema, wo es einfach auch ein Agile Hive beispielsweise als Lösung gibt, was das stark unterstützt, also wirklich die Zusammenarbeit mehrerer Teams in sehr großen Organisationen, wo ich dann eben auch wirklich darüber schauen möchte und einen LPM-Ansatz implementieren möchte, ein Portfolio-Management implementieren möchte oder eben die Daten aus verschiedenen Jira-Systemen zusammenführen möchte, kann Jira Align eben dort auch unterstützen. Und wir sehen jetzt hier vor uns ein Programmboard, wo wir links die Teams sehen, oben sozusagen die Aufgliederung des Quartals beziehungsweise des Programmincrements in entsprechende Sprints und darunter, wie der Plan der einzelnen Teams ist, die Arbeit, die für dieses Quartal geplant ist, wirklich in die Umsetzung zu bringen. Ja, wir haben jetzt hier vor uns ein Quartal, was sich im vorletzten Sprint befindet. Also wir haben ja schon relativ viel geschafft und die letzten Wochen liegen vor uns. Und dann gibt es vor Weihnachten, Ende November, Anfang Dezember wahrscheinlich nochmal ein neues Quartalsplan-Planning oder auch ein PI-Planning, jetzt, wenn diese fiktive Organisation SAFe nutzen würde, um dann das nächste Quartal zu planen. Und wir können eben hier wirklich eine Transparenz darüber gewinnen, wie gestaltet sich die Umsetzung der Arbeit dieses Team of Teams. Wir haben ja einmal in diesen Kästchen sozusagen die Features, also wo ich mir dann wirklich anschauen kann, was für Arbeit ist geplant und wie gestaltet sich die Umsetzung dieser Arbeit. Ich kann dann auch sehen, okay, arbeiten hier einzelne oder mehrere Teams dran. In meinem ursprünglichen Planning kann ich sozusagen ein Ziel festlegen, bis wann dieses Feature umgesetzt wird in dem Quartal. Ich sehe auf diesem Programmboard Abhängigkeiten. Für die von euch, die schon mal ein Big Room Planning mitgemacht haben in Person, das ist dann hier sozusagen das digitale Äquivalent der roten Fäden oder der roten Stricke, wo ich sehe, okay, ich brauche hier in diesem Sprint
von Team Alpha braucht von Team Mobile hier sozusagen eine Zulieferung und das betrifft dieses Jira Epic oder Feature ich brauche sozusagen hier eine Zulieferung, um einfach dieses Thema aufzulösen. Dieses Thema Dependency Management ist in Jira Align echt cool gelöst, um es nochmal hervorzuheben, weil wir auch eben über das Thema Bottlenecks und Dependencies gesprochen haben. Also wenn ich eine Dependency zu einem anderen Team habe, muss ich tatsächlich eine Dependency bei einem anderen Team anfragen und muss mit diesem Team darüber sprechen und mich committen. Das ist auch das, was der Florian eben noch gesagt hat. Wir gehen auch aus dem Tool raus und sprechen hier auch wirklich über das Thema Methode und nicht nur, hey, wir können das cool in einem Tool abbilden, sondern es geht wirklich auch darum, die Dinge wirklich zu verändern und Sachen anders zu machen als vorher. Ja, absolut, sehr guter Punkt. Also wenn wir uns jetzt einmal überlegen, ihr kennt alle Jira sehr gut, dort haben wir die Möglichkeit, Issue-Links zu nutzen. Ja, das ist aus meiner Sicht eine super Möglichkeit, um unkompliziert auch leichte Abhängigkeiten zu kommunizieren oder auch Transparenz darüber zu erzeugen, dass es dort irgendwie was gibt. Ne? Dass der eine Issue hat mit dem anderen was zu tun. Aber wenn ich eben von einem anderen Team eine signifikante Kapazität benötige, um ein bestimmtes Feature zu erledigen oder eine bestimmte Zuarbeit, damit ich meine Arbeit leisten kann, dann geht das schon über eine einfache Verlinkung von Issues miteinander hinaus. Und dann bietet einfach Jira allein die Möglichkeit, das mit bedeutend mehr Kontext darzustellen. Ich zeige auch gleich noch mal ein paar Auswertungen. Also Jira allein ermöglicht dann auch Auswertungen auf Dependencies zu fahren, Abhängigkeiten zu fahren, um vielleicht eben wirklich Organisationsentwicklung zu betreiben. Ja, im Sinn von Agile, eins der Ziele in einer agilen Transformation ist es ja, unabhängige Teams zu schaffen, die ihre Arbeit oder unabhängige Teams of Teams, die ihre Arbeit ohne große Abhängigkeiten zu anderen erledigen können, damit sie einfach schnell sind, damit diese Ideen, die wir haben, schnell am Markt mit Kunden getestet werden können und wir dann eben basierend auf diesen Learnings weitere Schritte uns überlegen können. Ja, Und, das ist super wertvoll. Das ist super wertvoll, weil das ist genau das, was du sagst. Das Ziel ist ja nicht, Abhängigkeiten zu managen oder Abhängigkeiten sichtbar zu machen, sondern die Abhängigkeiten sind ja da und deswegen will man damit aktuell umgehen und dann natürlich will man sich langfristig verbessern. Mhm. Exakt, ja, genau. Dann haben wir hier über der Arbeit der Teams noch die Objectives, an denen die jetzt diese Teams sich ausrichten wollen für das Quartal. Also gerade die aus der Safe-Ecke kommen und hier intensiv mit Safe-Objectives arbeiten. Das ist ein Thema, das Jira allein auch unterstützt. Also wenn ich keine Full-Scale-Objectives-Implementierung habe, dann kann ich auch einfach hier mit Programm-Objectives arbeiten. Das Color Coding unterstützt uns jetzt auch dabei, auf einem einfachen Blick zu sehen. Wir sind ja jetzt hier nur Nummern vor uns. Wir könnten jetzt diese Nummern noch größer machen und mit mehr Kontext anreichern. Da ist dann mein Bildschirm nur relativ schnell zu klein. Aber hier sehen wir einfach, okay, in diesem Sprint, der jetzt, wir haben noch 3 Tage, da ist wirklich nicht mehr viel Zeit. Wo sind wir denn hier blockiert? Was ist rot? Und dann kann hier das Programmmanagement, das Agile Release Train Management, die Product Owner, wer auch immer sozusagen hier in der spezifischen Ausprägung des Ways of Working der Organisation dafür verantwortlich ist, tief schnell einsteigen und dabei unterstützen, Probleme zu lösen. Auch die Teams selbst haben eine Visibilität darüber, wie sind wir unterwegs im Hinblick auf die Delivery, die wir uns vorgenommen haben in diesem Quartal. Und können hier sozusagen schnell einen Überblick darüber gewinnen, was müssen wir sozusagen als nächstes tun oder wo müssen wir vielleicht Probleme und Hemmnisse lösen. Beziehungsweise, was brauchen vielleicht auch andere Teams von uns. Die Teamebene, wie gesagt, hat eigentlich mehr eine Integrationsfunktion. Dort kann ich mir an bestimmten Stellen Daten pflegen über Teammitglieder, die dann beispielsweise eine Voraussetzung dafür sind, um Kapazitätsmanagement zu betreiben. Aber das ist eine Story für eine andere Session. Da müssten wir jetzt nochmal wirklich tiefer eintauchen und uns relativ viel Zeit nehmen.
Aber ansonsten ist es tatsächlich so, für die Umsetzungsteams, für die Entwickler und Entwicklerinnen bedeutet Jira allein keine so große Veränderung. Ich mache da mal noch ein virtuelles Sternchen dran, denn wir haben das auch vorher schon gesehen. Wenn ich wirklich agil skalieren möchte, und das hat an der Stelle nichts mit Jira allein zu tun, da wäre ist fast komplett werkzeugunabhängig, wenn ich eben wirklich mit mehreren Teams ein Team of Teams bilden möchte, ein Agile Release Train, ein Programm, und mit diesen Teams so unkompliziert und schlank wie möglich zusammenarbeiten möchte und dann über mehrere Teams of Teams noch ein Portfolio-Management aufsetzen möchte, dann muss ich eine gewisse Standardisierung einführen. Also dann brauche ich eine gewisse Standardisierung von Workflows, von Schemata in Jira, damit einfach so ein Jira-Align-Rollout wirklich handelbar ist. Ja, also wenn jedes Team eigene Workflows hat, dann müsste ich jetzt mit jedem Team ein Verständnis darüber aushandeln, was bedeutet denn dein Workflow, damit wir hier in Jira Align ein gemeinsames Verständnis darüber erzeugen können, was dann dein individueller Workflow in Jira bedeutet im Hinblick auf das Scaling einfach. Ja, wenn wir die Abstraktionsebene erhöhen, dann müssen wir irgendwo einen kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Und Organisationen, die Jira dort stark standardisiert haben, zumindest für die Entwicklungsteams, die eben in so einer Scaled Agile-Initiative arbeiten, die müssen fast nichts verändern. Und bei manchen Organisationen bedeutet das dann schon, dass die eine oder andere Konfiguration in Jira nochmal angepasst werden muss. Aber prinzipiell findet die Arbeit der Entwickler und Entwicklerinnen in Jira statt, und dort kann sozusagen ganz gewohnt mit den Kanban oder Scrum-Boards gearbeitet werden, und die Arbeit wird dann sozusagen über einen Connector nach Jira Align überführt. Dort hat man noch verschiedenste Möglichkeiten, die Synchronisierung einzustellen. Also ich kann das unidirektional machen und voll bidirektional und jedes Flavor dazwischen. Also das kann ich relativ fein granular einstellen, was wird synchronisiert und was nicht. Bevor ich jetzt die nochmal zurück übergebe und dann auch in die Fragerunde einsteige, nochmal eine kurze Sicht auf die Abhängigkeiten, die wir noch vorhin versprochen haben, gehen wir vielleicht auch hier einfach mal in die Suche, also in Jira Align die Möglichkeit, Funktionen zu suchen, wenn ich nicht mehr weiß, wo ich die denn finden würde. Und ich habe hier eben wirklich die Möglichkeit, mir anzuschauen, welche Teams haben welche Abhängigkeiten mit anderen Teams, um eben dieses Verständnis darüber zu erzeugen, wo haben wir denn wirklich Abhängigkeitsbottlenecks, auf welche Teams sind wir immer wieder angewiesen, um dann eben wirklich in die Organisationsentwicklung zu gehen und sich die Frage zu stellen, wie können wir das denn auflösen? Weil das behindert uns in unserer Organisation, schneller zu sein, unsere Konzepte schneller am Markt zu testen und entsprechend schneller zu lernen. Und das ist jetzt auch der Punkt von mir. Ich übergebe zurück, um dann auch in die Fragerunde zu kommen. Okay, vielen Dank. Ich wechsle wieder zurück. Ich hoffe, wir sind wieder bei meiner Präsentation. Wir kommen aus der Live-Demo und an der Stelle vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Super toll, dass ihr alle da wart. Danke für die tolle Mitarbeit. Und falls ihr nochmal Kontakt mit uns aufnehmen möchtet, hier sind nochmal unsere Kontaktdaten. Wir freuen uns natürlich immer wieder darauf, nochmal mit euch in einzelne Gespräche zu gehen, falls ihr nochmal tiefer in Themen einsteigen möchtet. Und genau, dann würden wir an der Stelle uns verabschieden und die Aufzeichnung stoppen. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Gerne auch per LinkedIn melden. Ist gar nicht so einfach, Florian Beck zu finden, weil es gibt, glaube ich, ganz schön viele. Aber gerne melden, wenn das ein oder andere Thema noch diskutiert werden möchte. Ja, auch vielen Dank von meiner Seite. Und ich freue mich jetzt im Anschluss auf die Fragen und den Austausch.